Hängen los, liebe Leute. Heute geht es um den japanischen Knöterich. Man sieht ihn hier, er blüht gerade. Eigentlich eine ziemlich schöne Pflanze, von vielen als Problem abgestempelt. In der Permakultur ist das Problem die Lösung und deswegen möchte ich einmal euch zeigen, was der Knöterich eigentlich alles kann. Also zuallererst mal, was ja irgendwie von vielen gerade gefeiert wird, ist Insektenhotels, Insektenretten und so weiter. Diese Blüte hier oder diese Blüten, die sind tatsächlich sehr zahlreich am Knöterich zu finden und sehr begehrt bei allen möglichen Arten von Wildbienen und auch Fliegen tatsächlich. Hornissen sind hier drinne. Also eine riesen Vielfalt an Insekten hier in diesem Knöterich, blühenden Knöterichstrauch. Des Weiteren bietet mir der Knöterich hier unterschiedliche Bereiche auf dem Gebiet. Also wäre jetzt hier nur Wiese beispielsweise, hätte ich keine Schattenbereiche, hätte ich auch keinen Windschutz. Hier beispielsweise sieht man jetzt, habe ich eine Stachelbeere gepflanzt. Die hat hier so ein bisschen Beschattung vom Knöterich und natürlich auch den Windschutz hier, vor allen Dingen von der Nordseite, auch von der Ostseite. Die kalten Winde, die fängt der Knöterich ja weg. Des Weiteren hat der japanische Knöterich auch sehr viele gesunde Inhaltsstoffe und man kann ihn tatsächlich essen. Vor allem, wenn man die noch jungen, zarten Stauden pflückt, kann man den unteren Bereich, die zarten Stängel im Prinzip verarbeiten, auch roh essen. Ist ähnlich dem Rhabarber. Ich habe daraus Erdbeer-Knöterich-Marmelade gemacht, dann hat es einen leicht säuerlichen Geschmack mit. Finde ich immer ganz lecker. Außerdem erzeugt der Knöterich recht große Wurzeln. Sind relativ leicht auszugraben, aber wenn man jetzt beispielsweise den Knöterich dann auch beispielsweise mit der Sense entfernt, dann bleiben natürlich diese Wurzeln im Boden. Die wachsen natürlich auch wieder nach, aber wenn man jetzt immer wieder dann auch mäht, dann gibt der Knöterich irgendwann auf und diese Wurzeln sind im Boden und die können natürlich auch sehr gut zersetzt werden von den Lebewesen und wieder Nährstoffe an den Boden abgeben. Das heißt, im Endeffekt wird der Boden auch durch den Knöterich dann verbessert. Und auch die Grünmasse kann natürlich verwendet werden, also getrocknete Blätter beispielsweise kann ich als Mulchmaterial verwenden. Ich habe ja auch schon Hügelbeete angelegt und da kann man beispielsweise auch diese getrockneten Stäbe vom Knöterich ganz gut mit einarbeiten. Der Knöterich ist allerdings mit Vorsicht zu behandeln. Er ist sehr invasiv. Also für mich ist es natürlich sehr wertvoll, weil dadurch habe ich immer wieder grünes Material, Gründüngung, kann ihn für so viel nutzen. Wenn man jetzt nicht so viel auf dem Grundstück macht, dann wächst er doch sehr schnell in alle Richtungen aus. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Allgemein kann man aber sagen, dass der Knöterich mindestens 5, wenn nicht sogar bis zu 10 sehr gute Eigenschaften hat, die beim Gärtnern oder in der Permakultur von sehr hohem Wert sind.